Das Auto? Nein, das Auto! Willkommen im Auto aus Noppenklötzchenscheune. Mein Name ist Blockstar und Freunde, heute geht es in die Annalen der deutschen Automobilgeschichte. Wir sprechen heute über das Auto, wo Leute in meiner Generation wahrscheinlich ihre ersten heimlichen Fahrstunden drauf genommen haben. Wir sprechen über den legendären Golf 1, gebaut von 1974 bis 1983. Hier als offizielles Kobi-Set im Maßstab 1:12, die 24359. Und dieses ganze Themengebiet Volkswagen ist eines für mich, das ich mit Leidenschaft verbinde, denn ganz ehrlich, dass ich mir dieses Set kaufen konnte, hat auch was damit zu tun, dass ich mit Volkswagen arbeite. Das am Rande. Wichtig ist, was hier im Karton steckt, das schauen wir uns an, hier auf meiner Hebet-Bühne, die ich Bautisch nenne. Von einem italienischen Star-Designer entworfen, typisch deutsch in einer schönen, aber doch irgendwie anspruchsvollen Kastenform, kommt der traumgewordene Inbegriff der Kompaktklasse hier bei mir auf dem Bautisch aus dem Hause Kobi, das Set 24359 in der Volkswagen-Lizenz, natürlich im Maßstab 1:12. Der Volkswagen Golf, der erste, der Golf 1, gebaut von 1974 bis 1983 im schönen Rot. Freunde, ich freue mich richtig auf diese Serie mit diesem großen Fahrzeug hier in Rot, diese zu eröffnen, die Review-Reihe. Deswegen stürzen wir uns schnell auf die Rückseite und schauen uns, was der Karton verspricht, neben den 1533 Steinchen. Erstmal hier das Official VW License Aufkleberchen in dieser Hologrammart. Wir sehen die Rückseite. Ich habe euch das Fahrzeug schon einmal vorgestellt bei meinem Rundgang über die Spielwarenmesse in Nürnberg. Wir sehen, dass der Golf 30,5 cm lang sein wird, 13 cm breit und 11,5 cm hoch. Natürlich können wir die Kofferraumklappe öffnen, die Türen öffnen und auch die Motorhaube können wir öffnen und wir können uns den Motor natürlich angucken. Deswegen ist diese Höhe von 11,5 cm natürlich nur so dahergesagt. Und natürlich auch, wir sehen es hier oben, haben wir einen Kobi Teiletrenner und sehen auch nochmal das Fahrzeug. Generell der Karton schön, weil wir haben hier einen erhabenen Druck. Also es fühlt sich auch richtig hier edel an, auch wenn das Fahrzeug ja eigentlich eher, wie gesagt, das Fahrzeug für jedermann war. Wir wollen jetzt reingucken in diesen Karton. Dafür muss unser Golf Flügel bekommen und deswegen fliegen wir jetzt einmal los. Ja, Freunde, da haben wir den gerade schon angesprochenen Teiletrenner hier gleich als erstes in der Hand, sowie 5 Bautüten. Ich lege sie euch mal in der richtigen Reihenfolge hier auf den Tisch, sowie 2 Anleitungen, die Anleitung römisch 1 und die Anleitung römisch 2. Wir bauen zuerst die Tüten 1, 2, 3 und in der zweiten Anleitung dann den Rest, die 4 und die 5. Da sehen wir es. Wie immer auf den ersten Seiten der Anleitungen, da finden sich die Legenden zu den Extrasteinen, die wir hier brauchen. Schaut es euch genau an, denn wir haben ja hier viel Schwarz, viel Rot. Da kommt es dann auf die Form des Steines an. Wir fangen natürlich mit der Tüte 1 an, bauen drauf los. Der erste Baustep ist der farbliche und dann ist der jeweilige aktuelle immer der farbliche. Die Pfeile weisen uns den Weg und in den Rechtecken hier sehen wir die Steine, die wir brauchen. Und ab und zu gibt es so Anlegehilfen. Dann braucht ihr keine Noppen zählen, wobei ihr das eigentlich mit dem Teiletrenner auch nicht braucht, denn da sind sogar hier die Noppen nummeriert. Fertig sind wir bei der ersten Anleitung dann mit dem Baustep 216. Hinten gibt es nochmal Werbung. Ich kann euch sagen, ich werde euch die Fahrzeuge alle vorstellen, auch wenn es ins Geld geht. Und logischerweise fangen wir dann mit der 217 und der Tüte 4 auf der Anleitung 2 an. Fertig sind wir dann auf der Anleitung 2 mit dem Baustep 310, wenn wir die Türen und hier den Abschluss auf der C-Säule oben bei der Motorhaube bzw. Kofferraumhaube, so ist es richtig, fest klemmen. Und dann haben wir natürlich noch die Steineübersicht. Bei solchen großen Sets habe ich auch bei Kobi immer Angst, dass mir ein Stein fehlt. Wenn euch einer fehlt, könnt ihr gleich die Nummer hier
anmerken und monieren auf der Webseite hier unten bei Kobi. Da könnt ihr dann sagen, halt, Moment mal, der Stein, das Teil, die Bügelperle oder der Schlauch fehlt mir. Soll aber hoffentlich heute hier nicht vorkommen. Also, nicht zu viel über die Anleitung und den Karton reden, denn wir wollen ja dieses schöne Teil zusammen bauen, beziehungsweise baue ich es für euch und ihr lauscht schön den Fakten, meine Freunde. Speedbild-Zeit ist Faktenzeit. Heute geht es um eine wahre Legende auf 4 Rädern, den Volkswagen Golf der ersten Generation. Er ist das Auto, das den Käfer ablösen sollte, und das hat er mit Bravour geschafft. Kommt mit auf eine Reise zurück in die 70er Jahre, als Volkswagen den Sprung in eine neue Ära wagte. Der erste Golf wurde im Jahr 1974 vorgestellt und markierte einen radikalen Wandel in der Fahrzeugphilosophie von Volkswagen. Weg vom Heckmotor und luftgekühlten Boxermotor des Käfers hin zum Frontmotor mit Wasserkühlung und Frontantrieb. Eine neue Zeitrechnung begann. Gestaltet wurde das Fahrzeug von keinem Geringeren als dem italienischen Stardesigner Giorgetto Giugiaro, der mit seinem klaren, kantigen Design dem Golf ein modernes, sachliches Gesicht verlieh. Kein Wunder also, dass das Auto so gut ankam. Es war kompakt, praktisch, modern und vor allem bezahlbar. Giorgetto Giugiaro ist einer der einflussreichsten Automobildesigner des 20. Jahrhunderts und hat mit dem Design des ersten VW Golf einen echten Meilenstein geschaffen. Neben dem Golf entwarf er zahlreiche weitere ikonische Fahrzeuge, darunter den DeLorean DMC-12, den Fiat Panda, den Audi 80 und den Lotus Esprit. Auch Modelle wie der Alfa Romeo Brera und der Maserati Ghibli tragen seine Handschrift. Giugiaros Stil ist geprägt von klaren Linien, Funktionalität und zeitloser Eleganz. Nebenbei hat er auch für BMW, Toyota und Nikon gearbeitet, sowie vielen anderen Fahrzeugherstellern. Die Volkswagen-Modelle Passat, Scirocco, Tarek und das W12 Coupé gingen auch auf sein Konto. Der erste Golf wurde zunächst als Dreitürer produziert. Schon kurze Zeit später, im Jahr 1975, folgte auch der Fünftürer. Das Fahrzeug war knapp 4 Meter lang, etwa 1,40 Meter hoch und wog je nach Ausstattung zwischen 840 und 940 Kilogramm. Damit war der Golf ein echtes Leichtgewicht, ideal für den Stadtverkehr, aber auch ausreichend komfortabel für längere Strecken. Unter der Haube arbeitete anfangs ein Vierzylindermotor mit 1,1 Litern Hubraum und einer Leistung von 50 Pferdestärken. Dieser sorgte für ordentlichen Vortrieb, aber das war natürlich nicht das Ende der Fahnenstange. Bald folgten leistungsstärkere Varianten mit bis zu 1,6 Litern Hubraum und sogar ein Dieselmodell. Apropos Diesel, im Jahr 1976 brachte Volkswagen den ersten Golf Diesel auf den Markt. Der Motor leistete 50 Pferdestärken, das klingt heute nicht nach viel, war aber für die damalige Zeit revolutionär, vor allem in Sachen Verbrauch. Der Golf Diesel galt als sparsam und zuverlässig. Doch die echte Ikone unter den Golfmodellen sollte noch kommen, der Golf GTI. Im Jahr 1976 wurde er vorgestellt und sorgte für Furore. Ein Kompaktauto mit sportlichen Ambitionen, das war neu. Der GTI leistete zunächst 110 Pferdestärken aus einem 1,6 Liter Motor, später dann sogar noch mehr. Damit wurde er zum Begründer einer ganzen Fahrzeugklasse, den Hot Hatches, sportliche Kompaktwagen, die bis heute beliebt sind. Insgesamt wurde der Golf der ersten Generation bis zum Jahr 1983 gebaut, also fast ein ganzes Jahrzehnt. In dieser Zeit wurden weltweit über 6,9 Millionen Einheiten verkauft. Damit wurde der Golf 1 zu einem der erfolgreichsten Autos seiner Zeit. Besonders bemerkenswert ist auch, wie wandelbar dieser Wagen war. Vom sparsamen Basismodell über den sportlichen GTI bis hin zum Cabriolet, das sogar noch bis 1993 gebaut wurde. Der Golf 1 war ein echter Tausendsasser. Nicht zu vergessen, auch beim Thema Sicherheit war der Golf seiner Zeit voraus. Mit einem stabilen Fahrwerk, präziser Lenkung und zuverlässigen Bremsen setzte er neue Maßstäbe im Kompaktsegment. Auch der Innenraum war funktional und gut verarbeitet,
Typisch deutsch eben. Heute ist der Golf der ersten Generation ein echter Klassiker und bei Liebhabern heiß begehrt. Besonders originale GTI-Modelle erzielen auf dem Oldtimer-Markt hohe Preise. Aber auch gut erhaltene Standardmodelle sind inzwischen selten geworden und deshalb umso wertvoller. Fassen wir nochmal zusammen, der Golf 1 war nicht nur der Nachfolger des legendären Käfers, er war der Anfang einer neuen Ära. Er steht für den Aufbruch Volkswagens in die moderne Fahrzeugwelt. Klare Linien, kompakte Maße, Frontantrieb, Vielseitigkeit und vor allem ein Konzept, das bis heute aufgeht. Denn eines ist sicher, ohne den Golf 1 gäbe es keinen Golf 2, keinen 3, 4 oder 8. Und ganz bestimmt wäre Volkswagen ohne ihn nicht das, was es heute ist. Er hat Geschichte geschrieben auf deutschen Straßen und weit darüber hinaus. Jetzt wünsche ich euch aber viel Spaß beim Klemmbaustein-Review zum Kobi Golf 1, bei dem wir sicher das ein oder andere aus dem Fakten wiedersehen werden. Viel Spaß euch dabei. Ach ja, und wenn ihr ein anderes der großen Autosets von Kobi gern einmal in einem Review bei mir sehen möchtet, inklusive Fakten, dann schreibt es mir gern in die Kommentare. 4,5 Stunden habe ich gebraucht für die 1533 Steinchen unseres Kobi-Sets 24359, den Golf 1, das erste Großset von VW bzw. von Kobi. Danach folgte dann schon der GTI, jetzt von Kobi das Set 24358, das es demnächst hier auf meinem Kanal geben wird. Zuerst bestellbar war aber die normale Version, Baujahr 74 bis 83. Maßstab 1:12. Ich habe es euch gesagt, 4,5 Stunden, die mir permanent Spaß gemacht haben. Ich hatte nicht einmal, dass es mir langweilig war, und ich muss euch sagen, diese 4,5 Stunden vergingen wie im Flug. Ich habe einen Baustep gehabt, den zeige ich euch nachher, der mir ein bisschen graue Haare hat wachsen lassen, und es gibt ein, zwei Sachen, die ich an dem Set nicht schön finde, und vor allen Dingen ganz schlimm, ich habe Probleme mit diesem Formteil der Windschutzscheibe. Das gefällt mir nicht, aber das zeige ich euch gleich im Detail. Wichtig, wir haben hier den Teiletrenner, den ich angeteasert habe. Ich bin Fan davon. Ihr seht, ich habe ihn schon gebraucht. Auch Kobi-Teiletrenner nutzen sich wie Teiletrenner von anderen Herstellern irgendwann ab. Ganz normal, also wir haben hier nicht exorbitantes Super ABS, sondern auch ganz normales. Der hat hier schon leiden müssen. Man kann jetzt bei Kobi sogar schon Teiletrenner in anderen Farben bestellen. Es gibt einen in lila, und weil das eine meiner Lieblingsfarben ist, unter anderem ja die von Skeletor zum Beispiel, werde ich mir den in lila noch bestellen. Wir waren aber bei den Teilen geblieben, beziehungsweise hatte ich euch die Teileanzahl erwähnt. Die hier sind übergeblieben, ganz krass, sogar eine 1x5er Bar. Ich weiß gar nicht, wo ich sie nicht verbaut habe, und hier sogar einen Konverter, damit wir es not machen können, sowie Bügelperlen, Bolzen, diese Mercedes-Teile, so nenne ich sie immer wieder, Mercedes-Sterne, und sogar auch so eine halbe Fliese in Schwarz. Also eine ganze Menge über für ein großes Set. Zwei Anleitungen, die sich gut weglesen haben lassen. Ich habe nur Probleme gehabt beim Motor, und ich will mal schauen, weil ich jetzt gar nicht mehr weiß, ob der Motor hier in dem zweiten Teil der Anleitung war. Ich glaube nicht, der war im Teil der ersten, aber ich wollte euch generell noch mal zeigen, hier, wie man das Fahrzeug gebaut hat. Wir haben erst wieder hier snottenmäßig den Unterbau gebaut, erst die eine Seite, dann die andere Seite, dann zusammen, und dann haben wir hier eine Lenkung, wie wir es früher von Lego Technik-Fahrzeugen kennen. Ich weiß, mein erstes Lego Technik-Fahrzeug hatte eine ähnliche Lenkung. Es war das Go-Kart, vielleicht kennt ihr es noch, ich blende es mal ein, da haben wir auch gelenkt hier über Zahnrad und hier solche, ja, nicht Teils, sondern Zahnräder, Gegenstücke als Steine, und damit lenken wir auch bei diesem Fahrzeug. Wir haben einige neue Steine bei diesem Fahrzeug, würde ich mal behaupten, unter anderem die Felgen, da können wir nämlich so reinnoppen, sogar eine ganz normale Round Plate, die wir hier versenken können, sowie natürlich zum Beispiel ganz massiv das große Windschutzscheibenformteil. Und das ist auch das, was mir am meisten, sage ich mal, hier bei dem Fahrzeug die Freude genommen hat. Schauen wir es uns mal kurz einfach mal zuerst an, weil wir eine Menge Drucke haben, die richtig klasse sind. Nämlich hier das typische VW-Schild, so wie man es auch aus dem Zeithaus in Wolfsburg kennt.
Wir haben hier den berühmten Kühlergrill und auch hier die Lampen sowie das VW-Zeichen und natürlich hier die Zierleiste, die wir sogar bauen. Das gefällt mir richtig gut, dass wir hier gebaut haben. Wir haben hier auch neue Steine mit den Radkästen, die von mir angesprochenen Felgen. Wir haben auf den Reifen Kobi stehen und sogar so ein bisschen hier ja, das Profil der Reifen bzw. die Größe. Das finde ich ganz gut. Wir haben Drucke im Innenraum, nämlich das Armaturenbrett. Ihr könnt es da hinten sehen. Und natürlich auch hier auf den Steinen das Volkswagen ja, Schriftzugssymbol und dem Fahrzeugtypen und dann auch wieder hier hinten dieses VW-Werbeschild und den Fender, wie wir das kennen. Und sogar, wer kennt nicht, diesen ja, Tankdeckel, den man aufschließen musste, hier auch ein Druck. Und ja, ich freue mich schon ganz besonders. Ihr seht es da hinten, beim GTI haben wir dann sogar, das haben wir hier logischerweise nicht, hier haben wir es nur schwarz, das Karo-Muster auf den Sitzen bzw. der Rückbank. Hier gab es noch kein Karo-Muster, hier haben wir nur schwarz, rot, grau. Das ist das, was wir am meisten hier auf unserem Fahrzeug haben. Von unten das, was ich euch in der Anleitung gezeigt habe, nämlich hier das Schwarze, das wir hier auf der dünnen Naht dann zusammenstecken mit diesen ganz dünnen Steinen, die oben und unten Noppen haben. Somit haben wir dann das Fundament, sage ich mal, die Bodenplatte. So ist es eigentlich bei fast allen Kobi großen Fahrzeugen so. Wir haben dann hier die Lenkung. Ich habe es euch erwähnt, hier über diese Plate, wo dann das Zahnrad reingreift. Und hinten haben wir natürlich eine Starrachse. Die Türgriffe sind hier lustigerweise diese Mercedes-Teile und ihr seht schon, die Schwerkraft hat die Heckklappe aufgemacht. Also wir machen jetzt mal hier so, tun so, als wenn wir klack die Türgriffe öffnen. Die gehen ein bisschen spack, die sind hier auf Spannung, das ist bei Klemmbausteinen oft so. Die Tür fällt mir sogar raus, weil sie hängt nämlich nur quasi an diesen Hinge und diesen zwei Noppen hier unten. Das ist auch so ein Punkt, der mir nicht so gut gefällt. Aber wir können sie relativ leicht reinklemmen, so. Und generell die Tür finde ich nicht hübsch. Die ist so ein bisschen, ja, schwarz. Sie hat da unten sogar Noppen, die man sehen kann. Das wäre mal ganz cool. Die könnte man dann hier reindrücken, dann ist die Tür richtig fest. Aber hier irgendwie, das sieht blöd aus. Das gefällt mir nicht, dass wir hier auch nochmal so eine Noppe sehen. Und auch hier diesen Verlauf, das hätte man vielleicht ein bisschen besser machen können, weil das sah ja im Golf nicht so aus. Cool wiederum dann, dass wir hier Knöpfe haben, theoretisch, also es sind diese Bolzen, um die Sitze zu verstellen, die wir auch verstellen können, weil wir haben hier Stangen drunter, die Sitze haben unten Seatclamps, da packen wir Sitze drauf und dann können wir die Sitze relativ leicht verschieben und auch umklappen hier. Und theoretisch könnte man dann sogar hinten auf die Rückbank. Der erste Golf 1 war ja ein Zweitürer, beziehungsweise sagt man ja Dreitürer. In der Mitte haben wir die Handbremse und hier das Schaltpedal bzw. den Schalthebel. Wir haben hier am Himmel haben wir die Sonnenblenden. Da sehen wir nochmal dieses schöne Radio und den Tacho und so weiter. Also dieses schön bedruckte Teil und hier das Handschuhfach. Also der Innenraum ist super cool, bis auf dieses rote, nicht durchgebaut schwarze. Das finde ich irgendwie ein bisschen schade. Interessant ist generell die Dachkonstruktion, die wir hier mit so einem 2 Plates hohen Stein an den Brick Modified kontern. Hier auch mit einer C-Claim in so eine 1x2er Teil mit einer Bar. Ganz interessant dann hier die Rückseite, das ist die C-Linie, möchte ich mal behaupten, die wir hier fast so bauen mit Baurichtungsumkehrgeschichten wie bei einem Seitenleitwerk eines Düsenjägers. Und dann die Heckklappe, der Druck fehlt noch hier natürlich für den Knopf, die ja sehr labberig wirkt. Und durch diese Bautechnik, dass wir hier C-Clamps haben und hier oben mit so einem, ja, also da seht ihr es mit so einem Bratpfannenteil, so nenne ich es mal, also so eine Roundplate mit Noppe, mit einem Stab hier dann in so ein so ein Teil mit Loch gegenkontern, also hier reinstecken. So, zack, da kriegen wir es zwar schräg hin, aber es wirkt hinten so ein bisschen, ja, nicht richtig gut. Wir haben auch Spaltmaße, dadurch, dass wir hier alles mit Steinen bauen, mit Plates, mit Tiles, da seht ihr es auch, und Hinges und somit nicht so richtig die Form hinkriegen und somit das immer ein bisschen wirkt, als müsste man hier nochmal Nieten anschweißen und auf einer Streckbank es gerade ziehen. Ja, hier auch blöd, dass man hier diese Aufnahmen sieht, wo es drin steckt. Also hinten wirkt das Fahrzeug nicht hübsch. Es hat die konische
oder ikonische, nicht konische, die ikonische Golfform. Das Rot ist auch sehr schön, aber hier hinten gefällt es mir gar nicht, weil man hat hier viele Lücken. Es hängt hier relativ gut, da sehr lose und diese Klappe, die labbert nur rum. Das finde ich schade. Und vielleicht hätte man auch einfach sagen müssen, wenn wir hier einen Formteil haben, machen wir hier auch einen Formteil und dann kann man auch nicht reingreifen. Das wirkt auch irgendwie ein bisschen blöd. Aber es hatten wir bei Kobi Autos schon immer. Ich habe sowas Ähnliches moniert bei der Black Widow, bei der schwarzen Witwe. Das ist hier aber mein größtes Problem. Das ist dieses Formteil der Windschutzscheibe, weil es, ich hoffe, man sieht es, es ist nicht richtig drin. Wir haben hier eine Kante, hier da und der Stein hält nicht richtig. Also ich drücke es fest und es geht immer wieder nach. Also es ist zwar fast drin, ich will ja gar nicht päpstlicher sein als der Papst, weil wir haben hier immer überall Spaltmaße, aber hier, da fällt es mir schon auf, da sieht man auch, man kann hier durchgucken, fast, also hier haben wir es nicht so, da hält es. Also dieses Formteil hat nicht richtig gut die Noppenaufnahmen. Was mir aber wiederum richtig geil gefällt, neben dem Drucken der der Scheibenwischer auf der Windschutzscheibe und dass die Scheibe ein bisschen zerkratzt ist natürlich der Druck auf der Motorhaube, aber der Motor an sich. Hier haben wir, einmal sehen wir hier übrigens auch das Lenkgestänge, beziehungsweise dieses Zahnrad, der Zahnradmechanismus, was ich euch sagen wollte. Aber wir haben hier schön den Domaufsatz, beziehungsweise den Dom und den Motor, unseren schönen quer eingebauten Vierzylinder-Reihenmotor, Querstangen-Zylinderkopf. Hier alles verbaut. Das finde ich cool. Das weckt Erinnerungen an alle, die mal an einem Golf geschraubt haben, die diesen Motor noch kennen, beziehungsweise die ganzen anderen Motoren. Ich habe mir extra sogar die Mühe gemacht, alle Motoren, die es von VW gab, beziehungsweise die in den Golf 1 verbaut wurden, die bekommt ihr gleich nochmal, bevor wir in die Detailbilder gehen, denn ich habe ganz viele Bilder hier von diesem Fahrzeug gemacht, damit ihr all das nochmal euch angucken könnt. Davor gibt es diese Infokarten, da seht ihr alle Motoren, die im Golf 1 verbaut wurden. Und ja, von vorne hier unten diese Lippe, die gefällt mir richtig gut. Das finde ich geil. Er kommt Brickbuild daher, okay, da kann man nicht meckern, trotz Formteil. Und er hat die ikonische Form und das gefällt mir richtig gut. Auch hier oben diese großen, ja, abgerundeten Slopes, die wir ja auch von den Opels kennen zum Beispiel oder von anderen Kobi-Autos. Aber hier, das gefällt mir richtig gut. Also ich habe halt hier schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Es gibt eine ganze Menge, was mir nicht gefällt. Das habe ich euch gesagt. Das ist das, ja, im Innenraum. Diese Thematik, die sich hier auch widerspiegelt, dass wir hier es nicht schön getrennt haben. Geil, natürlich dann auch die Pedale und wie gesagt der Druck und dass wir hier wirklich lenken können. Ich zeige es euch mal da. Das Rad verdreht sich, ihr seht es da. Also das funktioniert, hat ja bei Kobi bei manchen Modellen auch nicht funktioniert. Sitze verstellen können, ja, die Blenden, all das, diese kleinen Details, die Drucke, alles super, aber dann, dass man hier es nicht farblich durchbaut, dass es hier hinten aussieht wie bei einem Düsenjäger von Kobi, das Seitenleitwerk, wobei da Kobi heutzutage ja auch Formteile benutzt und die Heckklappe, die so labbert, das finde ich blöd. Ach so, übrigens auch hier im Kofferraum kann man hier auch die Hutablage hoch machen und ja, da drinnen kommt dann auch das Rot durch, so ein bisschen, ja, das ist suboptimal. Ich freue mich auf den GTI. Ich freue mich, euch gleich Detailbilder zeigen zu können. Die Rückspiegel wirken auch ein bisschen klobig. Aber hey, ich bin hin und her gerissen zwischen das, was mir als Klemmer hier keinen Spaß macht, aber das, was mir hier als VW-Fan Spaß macht. Und das ist die Optik, das sind die Drucke und es ist ein Modell, das ist der gebaute Motor hier, das er ahnen lässt, dass man kennt. Auch ein bisschen blöd, dass wir hier durch die vielen Teils auch hier so eine Art, ja gar nicht glatte, sondern wellige Motorhaube haben. Ja, also er kommt ein bisschen Brickbuild daher auf den ersten Blick, trotz des großen Formteils, das ich hier als große Schwäche erachte. Da kann man sogar schon fast die Noppenaufnahmen hier unten vom Hinge sehen. Also hier, da seht ihr es, das greift nicht richtig. Das finde ich schwach. Ja, aber trotzdem bin ich in dieses Fahrzeug verliebt. Ich glaube, das kommt durch. Ihr bekommt jetzt die Detailbilder. Natürlich bekommt ihr zu den Detailbildern noch mal ein paar Fakten rund um den Golf. Und dann sehen wir uns zum Abschluss noch einmal in die Augen, liebe Freunde.
wie eben gerade versprochen und deswegen natürlich hier umgesetzt für euch noch einmal ein paar Detailbilder, damit ihr ungeachtet von dem, was ich gerade euch gesagt habe, euch nochmal einen tieferen Eindruck von den Details machen könnt. Und vielleicht habe ich das ein oder andere Detail übersehen, das ihr so euch nochmal visualisieren könnt mit diesen über 30 Bildern in der Fotoshow. Natürlich gibt es dann auch immer noch mal ein paar Fakten on top, nämlich die Namen, die der Golf im Ausland hatte. Er hieß nämlich, oder es war angedacht, eine Sonderversion für den amerikanischen Markt rauszubringen, nämlich den Golf Rabbit, und deswegen hat der Golf generell diesen Namen dort bekommen als Golf Kaninchen oder Häschen. In anderen Ländern hieß er einfach nur Golf oder City Golf oder Volkswagen City Caribe oder typisch britisch, man könnte auch meinen, es wäre ein Panzer gewesen, Golf Mark I. Der Golf Rabbit in Amerika war allerdings kein Erfolg, denn gerade in den 70er Jahren dominierten in Amerika noch ganz andere Fahrzeuge das Straßenbild. Wir alle kennen diese großen amerikanischen Kreuzer. In Europa war der Golf natürlich oder gerade in Deutschland viel erfolgreicher. Da gab es die Ölkrise und so ein kleiner, leichter Flitzer mit einem Motor, der nicht viel verbrauchte, war genau zu der Zeitpunkt State of the Art. Der Erfolg in Amerika schlich sich erst ein, als 1979 die Stufenheck-Variante, der berühmte VW Jetta, dort auf den Markt kam. Der war in Nordamerika ein viel größerer Verkaufserfolg als zum Beispiel in Europa, Deutschland. Es spiegelt sich sogar dessen wider, dass wir in den allerersten Fast and Furious Teil sogar einen getunten VW Jetta finden. Ja, Freunde, da ist das Video schneller zu Ende, als dass man mit Fug und Recht behaupten kann, dass dieses Auto hier das Auto ist von dem Konzern, das den Slogan "das Auto" geprägt hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, natürlich kann ich gar nicht so richtig objektiv sein bei diesem Review. Ich habe euch gerade gesagt, wo dieses Set seine Schwächen hat. Aber da ich mein Leben lang, seitdem ich Geld verdiene, seitdem ich arbeite, im Berufsleben tätig bin, mit VW zu tun habe und auch sehr nah bei Volkswagen und für Volkswagen gearbeitet habe, kann ich hier nicht objektiv sein bei diesem Fahrzeug. Die Lizenz ist endlich bei meinem Lieblings-Klemmbausteinhersteller, nämlich Kobi, neben Lego angekommen. Und auch von Lego habe ich fast alle VW-Lizenzmodelle. Schreibt mir eure Meinungen gerne mal zum ersten Golf oder eure Erfahrungen vielleicht mit diesem Fahrzeug, mit dieser Fahrzeugklasse unten in die Kommentare. Wenn ihr Ergänzungen habt zu den Fakten, auch gerne reinschreiben. Und am liebsten hätte ich euch dieses Buch VW Golf 1, was kann man noch selber machen? Ihr kennt sie vielleicht, die man früher kaufen konnte an jeder Tankstelle. Wollte ich euch eigentlich besorgen und daraus vorlesen. Aber A, ist das rechtlich immer so ein Thema und B, ist das Ding vergriffen. Und ein Schaltplan, den ich euch hätte besorgen können für dieses Fahrzeug, wäre wahrscheinlich ein bisschen langweilig gewesen. Ich freue mich, jetzt dieses Fahrzeug ins Regal stellen zu können, neben seinen kleinen Pendant, und dass ich schon geschwind das nächste Fahrzeug klemmen kann, was hier auch ein Golf 1 ist, nur mit 3 geilen Buchstaben. Also es lohnt sich, meinen Kanal zu abonnieren. Ich blende es euch mal hier ein, denn viele von den Zuschauern hier haben das noch nicht. Das ist alles kostenlos, so ein Abo. Vielleicht könnt ihr meinen Kanal mit diesem Abo unterstützen. Ich würde mich freuen. Und dann entlasse ich euch mit keinen Keilriemenriss, mit hoffentlich des richtigen Kraftstoff getankt und immer genug Luft auf dem Reifen und natürlich Benzin im Tank. Wünsche euch vom ganzen Herzen eine gute Fahrt. Auf Wiederbauen, euer Freund der Blockstar.